So, Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist wieder Schlachtnachtzeit. Unser nächster Kandidat hier ist ein Catalina, Pontiac Catalina aus dem Jahre 66, glaube ich. Aus dem Jahre 62. Hersteller ist Ertl. An sich ist das Modell echt nicht schlecht. Für einen Ertl jetzt. Ne? Es geht der Kofferraumdeckel auf, geht die Motorhaube auf und die Türen. Was ich aber ein bisschen irritierend fand, ist, dass das Slicks hat. Warum? Hier vorne hat er Profilreifen, hinten hat das Slicks. Jetzt bin ich mir noch nicht mal so sicher, ob das überhaupt noch die Originalreifen sind oder nicht irgendwie andere sind. Merkwürdig. Er kam jetzt hier auf den Schrott, weil Kofferraumdeckel kaputt. Und das Dach hat ein Hitzeproblem gehabt. Ist anscheinend irgendwo so ein Lötkolben oder irgendwie sowas da drauf gefallen oder drauf gekommen. Und das hat dann hier alles weggeschmelzt. Ja, passiert. Ja. Preislich ist das Modell im mittleren Segment unterwegs. Also das heißt meistens so um die 50 Euro. Selten jein. Wenn man will, findet man einen. Und ich glaube Auto World, der Nachfolger von Ertl, hat ihn glaube ich auch rausgebracht. So. Hoppa. Die Schwerkraft lässt grüßen. So. Zack. Ja, ich sehe schon. Ursprünglich geht der Kofferraumdeckel gar nicht auf, sondern der ist eigentlich zugemacht. Aber das Scharnier ist hier durchgebrochen. Wahrscheinlich wurde mit Gewalt versucht, der Kofferraumdeckel zu öffnen. Seht ihr? Da hängt, hier ist es abgebrochen und hängt an der Rohkur raus, an den Kofferraumdeckel. Auch schön, ne? Die Rücklichter sind schön. Schön gemacht. Ich sag euch ganz ehrlich, das sieht auch gar nicht aus wie 62er Baujahr, ne? Eher so ein Ende 60. Ach komm jetzt. Das muss ich auch alles abschrauben. Sitzt aber fest, die Schrauben. Ja, das vermisse ich aber hier das Pontiac-Schriftzug auf dem Rad. Auf der Radkappe. Diese Schraube, die ich hier in der Mitte gelöst habe, ne? Das ist die Schraube, die den Motor festhält. Das heißt, ihr müsst den abmachen. Also wenn ihr ihn zerlegen wollt, müsst ihr natürlich die Schraube abmachen. So. Also ich finde das schön, das ist ein richtig schönes Modell, ne? Mein Gott. Richtig schönes Modell. Da hat sich Ertl noch richtig Mühe gegeben. So. Ich glaube, das war auch so ein Authentics-Modell. Also diese Authentics-Modelle waren ja die guten Modelle von Ertl. So, und Auto World hat ja die Authentics-Reihe quasi übernommen und ein bisschen verbessert noch. So ein paar schönere Details gemacht und so alles. Also Auto World ist kein neuer Hersteller, sondern Ertl nur umbenannt und besser. Na komm jetzt, komm. So, ich hoffe, ich habe jetzt alle Schrauben gefunden. Wo kommst du denn her?
Oregon. Krass. Tja, der hier sitzt noch fest. So. Jetzt sind alle ab. Jetzt müsste es auch abgehen. Bumm. Gut, Gurte habe ich jetzt keine erwartet. Aber auch keine vorgefunden. Umklappbare Sitze. Rückenlehnen. Ob man die beim Modellauto braucht, weiß ich jetzt nicht. Das ist aber egal. Ja, sonst alles ist schwarz. Hier hat man versucht, das Pontiac-Zeichen zu übernehmen, aber dann irgendwie doch keinen Bock mehr gehabt. So. Der Motor. Ganz klassisch, ganz gut. Mit den zwei kleinen Luftfiltern. Also völlig in Ordnung, der Motor. Für die Preisklasse absolut in Ordnung. Ja, richtig teuer wird dieses Modellauto nicht. Dafür ist er hier, zumindest hier bei uns in Europa, doch ein bisschen zu unbekannt. Der Catalina. Pontiac ist natürlich bekannt. Jetzt auch nicht so super duper bekannt, aber viele Leute haben schon mal davon gehört. So. Ja, irgendwie will sich jetzt hier kein... Aha, geht doch. Ich wollte gerade sagen, irgendwie will sich hier keine Schraube lösen. War auch interessant, ne? Ursprünglich sollte wahrscheinlich der Kofferraumdeckel aufgehen. Dann haben sie das doch anders überlegt und haben den zugeschweißt. Warum, weiß ich nicht. Na komm jetzt. So, wie viele Modelle warten noch? Noch einer. So. Ich muss mal ein bisschen beeilen, ey. Irgendwie zieht sich das heute alles so sehr. So. Wie viele Experten ich schon erlebt habe, die gesagt haben, ja, Ertel, made in Amerika, kommt aus Amerika. Am Arsch, die kommen alle aus China. Wenn man Glück hat. Wenn man Pech hat, kommen die aus Bangladesch. Alle mio, ey. So. Einen Schraubendreher, den brauche ich noch. Gott, so viele Schrauben, ey. Kriege ich ja noch Bandscheibenvorfall, nicht Bandscheibenvorfall, wie heißt mal Sehenscheinentzündung. Ach mein Gott. Zwei lösen sich, zwei nicht, ey. Oh, guck mal, jetzt die fest.
So, das Armaturenbrett. Oh, hier löst sich schon das Tacho. Das Tacho. Hier steht immer Catalina drauf, das ist schon mal ganz gut. Sehr gut. Ja, Lenkrad ist auch ganz akzeptabel. Ja, also leider alles in schwarz, ne? So. Jetzt versuche ich das kaputte Dach abzubekommen. Schön, ne? Das ist echt schön geworden. Pontiac-Zeichen, Pontiac. Das sieht echt gut aus. Aber wie kriege ich das? Was ist mir jetzt abgegangen? Aha, Treffer. Da lasse ich dran. So. So, erledigt. Alles Gott sei Dank verwertbar gewesen. Ich habe fast nichts entsorgen müssen, außer die Scharniere, weil die sind eigentlich kaum gefragt. Das war's. Ja, 12 Minuten, das ist eine gute Zeit für dich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat das Modell auch gefallen. Ich fand es außergewöhnlich schön. Ja, eigentlich fast gar nichts zu bemängeln. Gut, die Innenausstattung hätte man sich ein bisschen mehr Mühe geben können. Und ja, ansonsten ist eigentlich alles in Ordnung gewesen mit dem Modell. Schön verarbeitet, schön sauber lackiert. Und keine Zinkpässe oder sonstiges aufgefallen. So, das war's. Freut euch noch auf ein Modell und dann habe ich es geschafft. Danke fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal.